Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampyr. In den letzten Part haben wir mit den Leuten hier noch gesprochen. Wir haben noch ein paar neue Informationen erhalten und eine Bitte von uns erhalten, dass wir nach der Gönnerin des Krankenhauses schauen sollen. Ich fällt gerade ein, wir haben da noch eine neue Waffe erhalten. Ich glaube, die habe ich sogar schon ausgerüstet. Wird eigentlich alles passen. Wie gesagt, werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Waffen finden. Das heißt, die mal will ich jetzt nicht unbedingt upgraden. Wenn sie gut Schaden machen würden. Und gerade so auf Speedrun-Level. Na, ich darf sowieso nicht alles. Ja, lass ich's fast. So, die sollen ja irgendwo hier bei den Zelten sein. Achso, die Person. Okay. Das war die da hinter der verschlossenen Tür. Ich war schon wieder. Das müsste jetzt sein von den letzten beiden Personen, sondern die hier noch fehlen. Aber das sind beides Männer. Merkwürdig. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja schon gesehen. Ja, das muss ja dann natürlich viel funktionieren. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit.
Er hat mir auch gerade noch nicht vor. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Wieso gibt es hier keine dritte Option? Na, glaube The ich world mal. would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Ja, vielleicht. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Ja, aber es wird auch wahrscheinlich drauf auslaufen, dass wir auf Gewalt zurückgreifen müssen. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay. Epidemic was difficult. Okay, von hier haben wir jetzt keine direkte Information erhalten. Aber gut, dann schauen wir uns. Um denjenigen, der versucht wird, vielleicht an Licht zu rücken. Mann, fehlt ja auch irgendwo das Krankenhaus im Spiel. What is this? Who are you?
Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Ist eine sehr tolle Unterhaltung mit ihr hier. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ja, na klar. So. Organ Holzhirte. Lite Fitch präsentiert Doris Fletcher. Davor. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Okay, irgendwie sind so nur die Schwestern aufgelistet. Hello again, Dr. Reed. I feel better already. Can I go soon? Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Okay, dann sprechen wir halt mit den Schwestern, ob die irgendwas wissen. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay, das hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Dann sprechen wir noch mit den anderen zwei. Sollte hier theoretisch kein Problem sein. Interessant.
Beide hier draußen scheinbar irgendwo. Das ist die eine. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Jetzt sonst nichts Neues. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Okay, dann bleibt nur noch eine übrig. Die irgendwo hier weit weg ist. Und da unten haben wir noch einen Typen, mit dem wir noch gar nicht gesprochen haben. Auch schon. Drücke L3, um den Vampyr-Send zu aktivieren. Wenn sie im Bürger verdächtig behält, schlägt sein Herz schneller und leuchtet. Wenn du ihn anschaust, schaltest du besondere Interaktionen frei. Suche nach Darth Brain. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Okay. Dann folgen wir mal den Typen. Mal schauen, was die im Schilde führen. Okay, Organisation. Da komme ich so nicht durch. Ich habe hier ein paar Gegner. Das hat sich doch nicht gut angehört. Und hier ist eine Blutspur. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. War nicht noch ein Gegner oder so? Da ich den gerade von hier drüben irgendwo. Okay. Das jetzt aufmachen. Interessant. Skulls. Da kommen wir uns direkt an die. Wo geht's hier weiter? Na, komm schon.
Ich brauche immer wieder ein bisschen Blut. Hier. Eine bessere Keule. Auch nicht aufgemacht. Auch nicht. Das, okay, die ist halt ein bisschen langsamer und verbraucht eindeutig mehr Ausdauer. Macht dafür auch mehr Schaden. Bleibt so voraus bei der Sichel. Das war zu spät. Da komme ich nicht runter, okay. Muss ich hier weiter lang? Ja, oder hinten kommen die Stimmen her. Jetzt dann, dass die Gegner trotzdem von hinten ein bisschen mehr Schaden nehmen. Oder täuscht das nur? Ich ist hier nicht die Blutspur lang gegangen. Und die Stimmen haben ja auch von hier. Ein Bürger geritten. Achtung. Die gefährdete Bürger überlebt die nächste Nacht vielleicht nicht. Sieh mal nach ihm. Okay, ja, noch einmal. Möchte ja keinen. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Bürger gerettet. Du hast einen Bürger gerettet. Bis zur nächsten Nacht ist er in seinen Bezirk zurückgekehrt. Okay, gut zu wissen. Welcher Bezirk kommt denn da überhaupt? Ich von hier. Meine Leute an Kopfschmerzen. Ich glaube nicht, dass wir das schon freigeschaltet haben. Aber ja, heißt, wir müssen da aufpassen, weil wir geben einen ja trotzdem Erfahrungspunkte, wenn man sie dann später mal erledigt, weil man sich zuerst mit denen angefreundet hat. Ja, auch ein bisschen dummes System. Dass ich zuerst mit denen anfreunden muss und damit man sich dann erledigen kann. Ich komme ja aber wieder nach draußen. Naja, sieht zumindest so aus. Da muss ich hier weit in der Kanalisation rumstreifen.
Das wirkt schon wieder sehr nach einer Boss-Arena. Genug Regeneration, jetzt habe ich eh nichts. Ja, okay. Mal schauen. What sort of creature is this? Ja, okay. Was auch immer ist, das macht gut Schaden. Da muss ich aufpassen. Okay. Ich kann mich schon mal packen. Okay. Was passiert jetzt? Wo respawn ich? Was besiegt. Wenn du stark genug bist, denk daran, dass du das Blutsymbol die beste Möglichkeit gewährt, dich zu entwickeln. Ja, das weiß ich. Hoffentlich spawn ich jetzt einfach da wieder bei der Kanalisation. Ja, Gott, das Part schon wieder fast ein bisschen zu lang geht. Schauen wir mal, wie wir spawnen. Ah, direkt hier oben. Oh, und die Gegner sind auch wieder da. Okay. Allerdings würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht das sollte, könnt ihr euch gerne ein Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.